Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Tag nach den umstrittenen Äußerungen von Donald Trump zu Grönland, Panama und Kanada seine Sicht der Dinge erläutert. Grenzen dürften nicht mit Gewalt verschoben werden, auch nicht von mächtigen Staaten im Westen, sagte Scholz in Berlin. Dieses Prinzip gelte und sei eine Grundlage unserer Friedensordnung. Trump hatte ja vorgestern einen möglichen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen, um die US-Interessen in der Arktis und am Panamakanal zu sichern. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump den Willen geäußert, die zu Dänemark gehörende Insel Grönland zu kaufen. Dänemark hat dieses Ansinnen bereits mehrfach klar zurückgewiesen. Und nun könnte man Die Unverletzlichkeit von Grenzen ist ein Grundprinzip des Völkerrechts. In der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben sich 1975 mitten im Kalten Krieg die Staaten Europas und die Länder des damaligen Ostblocks mit den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion auf dieses zentrale Prinzip noch einmal verständigt. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. In meinen Gesprächen mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern ist deshalb ein gewisses Unverständnis deutlich geworden, was aktuelle Äußerungen aus den USA angeht. Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat. Es ist ein Grundprinzip des Völkerrechts und Kernbestandteil dessen, was wir westliche Werte nennen. Daran kann und darf es kein Rütteln geben. Ja, nun könnte man sagen, Christina Lewinsky, guten Morgen, hier in Berlin, der Trump, der redet viel und manchmal auch krudes Zeug, wenn der Tag lang ist. Aber leider ist es nicht ganz so einfach. Schönen guten Morgen, Thomas. Ja, es ist nicht ganz so einfach und das hat man eben auch an dieser Reaktion gestern des Bundeskanzlers direkt ablesen können. Er hat ja versucht, sich einerseits als Friedenskanzler zu präsentieren, aber eben andererseits auch als scharfer, ganz klarer Mahner. Er hat die Haltung der EU deutlich gemacht, hat einfach nochmal an Donald Trump appelliert, ohne dessen Namen überhaupt konkret zu nennen, dass es eben staatsmännische und völkerrechtliche Regeln gibt, die es nicht zu brechen gilt. Und dazu gehört eben die Unverletzlichkeit von Grenzen. Und der Hintergrund ist ja, dass Scholz sich kurz vor diesem Statement mit einer Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs zusammengeschlossen hatte. Er war dann zwar der Einzige, der auch vor die Presse getreten ist, aber die anderen haben natürlich eine sehr, sehr ähnliche Haltung klargemacht. Dann noch am Nachmittag, zum Beispiel Frankreich, der französische Außenminister, der eben davon sprach, wir werden natürlich uns um den Schutz von Grönland bemühen, das, wenn es nötig ist, auch verteidigen. Und er sagte ganz interessanterweise, wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass die Amerikaner in Grönland einmarschieren werden, dann ist die Antwort nein. Aber tatsächlich geht es momentan um das Überleben des Stärkeren, dann ist meine Antwort ja. Und er sagte nochmal, die EU dürfe sich nicht einschüchtern lassen, man dürfe auch nicht unnötig besorgt sein, aber man müsse eben aufwachen und jetzt stärker werden. Und das ist schon interessant, weil das eine Art Umdenken bedeutet. In der ersten Amtszeit von Donald Trump hatte man das Gefühl, dass man eher auf das vornehme Schweigen gesetzt hatte und eben wenig mahnende Worte und auch entgegentretende Worte gegenüber Donald Trump gefunden hat. Und das scheint man jetzt zu ändern, noch bevor er tatsächlich am 20. Januar ins Amt eingeführt wird. Lass uns auf den zweiten Aspekt schauen, Christina, der ja mit reinspielt, nämlich seine Forderung nach 5% des BIP für die Verteidigungsausgaben in Sachen NATO. Auch da interessant, dass es überhaupt keinen großen Aufschrei gegeben hat. Geht das so ein bisschen in die Richtung, die du gerade auch erklärt hast? Okay, lasst ihn erst mal reden. In Teilen hat er ja vielleicht sogar recht, wenn er sagt, ihr müsst mehr ausgeben für eure Sicherheit. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, Tatjana. Lasst ihn erst mal reden, war zum Beispiel dann auch anders formuliert von Agnes Strack-Zimmermann, die Europaabgeordnete für die FDP, die gesagt hat, wir dürfen uns nicht kirre machen lassen von ihm. Andererseits zum Beispiel Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat gesagt, das sei irrelevant, seine Aussagen. Dazwischen so ein bisschen bewegte sich das Ganze gestern. Viele haben unisono im Prinzip gesagt, ja, 2% NATO-Ziel, das muss die absolute Untergrenze sein. Wir haben ja auch Boris Pistorius gehört, der gesagt hat, es geht im Prinzip nicht jetzt um das ein oder andere Prozent, sondern es geht um die Verlässlichkeit dieser Finanzen. Und deswegen wird es sehr interessant zu sehen sein, wie sich genau diese Debatte eben jetzt auch weiterentwickelt, zumal wir ja aus der NATO und auch aus den Reihen der Bundeswehr seit Jahren im Prinzip hören, wir müssen mehr ausgeben für unseren Wehretat, gerade eben vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen, der geopolitischen Spannungen. Und es war ja tatsächlich der Bundesregierung nur mit Ach und Krach gelungen, im vergangenen Jahr dieses 2%-Ziel zu erfüllen, nachdem eben Olaf Scholz die Zeit
Zeitenwende ausgerufen hatte nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber ich glaube, diese Debatte wird uns bleiben. Auch zum Beispiel Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, der ja gestern diese 3,5 nochmal dann auch in den Raum geworfen hat, gesagt, Studien sagen, dass das genau das wäre, was wir leisten müssen. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass auch die Amerikaner momentan nicht 5% leisten, sondern ungefähr bei knapp 3,5% liegen. Christina, für den Moment, Dankeschön.